Überleben optional. Süders Wochenbericht vom 26. Januar bis 1. Februar 2026. Erdbeben. Hallo? Jetzt geht's. Einsatzzentrale, bitte kommen. Hier meldet sich wieder das ersetzbare Crewmitglied Nummer 371, direkt aus einer Gegend, in der niemand mehr genau sagen kann, ob das hier noch eine Front ist oder einfach nur der natürliche Zustand unseres Cernaros. Willkommen in einer Woche, in der Pausen nicht mal mehr in unseren Köpfen existierten, in der Novo nicht viel, aber auch nicht mehr wirklich zur Ruhe kam und in der der große Knall zwar stattfand, aber sich trotzdem beharrlich weigerte, abgeschlossen zu sein. Ist in etwa so wie ein Erdbeben, bei dem das eine ins andere übergeht und nach einer Woche voller Vorbeben legt das nun richtig los. Es geht um Belagerungen mit Durchhaltevermögen, um Bambis mit erstaunlicher Sterblichkeitsrate, um Camps, die standen, fielen, widerstanden und um Menschen, die irgendwo zwischen Müdigkeit, Prinzipien und sehr dünner Geduld versuchten, den Überblick zu behalten und entgegen aller Anfeindungen Haltung zu bewahren. Also macht's euch bequem oder zumindest weniger unbequem als die Leute in Novo. Hier kommt mein ganz persönlicher Wochenbericht. Montag, der 26.01.2026. Täglich grüßt das Murmeltier mit Überfällen und Stolperdraht. Es war Montag und Moon war wieder da. Einfach so, meldete sich zurück und zog wieder mit uns durch die Gegend, vor allem mit Carla J. Die zwei waren echt wie Pech und Schwefel, als wären sie nie getrennt gewesen. Die Tanz- und Theatergruppe wurde unterdessen schon wieder geradet. Man verliert so langsam aber sicher den Überblick. Wenn man es böse formulieren wollte, könnte man sagen, täglich grüßt das Murmeltier. Und es trägt inzwischen sehr zuverlässig Sprengstoff bei sich und sieht vermutlich aus wie ein Silberfischchen. Beweise gab's jedoch keine, wie immer. Also gut möglich, dass es andere Leute waren oder jemand aus ihrem Dunstkreis, man weiß es nicht. Aber der Zeitpunkt war auffällig vertraut, frühmorgens, wenn alle schliefen. Ein Schelm, wer da nicht an Zufall glaubt. Schmetterling lief bei Svetlojarsk auch noch in eine Stolperdrahtfalle, direkt am Camp. Wie dreist. Nicht einmal die Versorgungszelte waren noch heilig, als hätte der Tag beschlossen, konsequent zu sein. Die Geduld der Gruppe war entsprechend ausbaufähig bis nicht mehr vorhanden. Gravedigger meldete Schüsse aus Beresino. Ungewöhnlich, denn da war ja fast niemand mehr. Aber dennoch kehrte er immer wieder dorthin zurück. Kurz darauf tauchten Cripsy und Wayne am Camp in Prigorodki auf. Wayne berichtete, er sei oben im Norden erschossen worden. Wir rekonstruierten das Ganze recht schnell. Er war wohl zwischen eine Schlacht Chicks gegen Misha bei Novo geraten. Tja, wer Schüssen folgt, sollte sich nicht wundern, wenn einer davon ihn findet. Unser Mitleid hielt sich in Grenzen. Cripsy nahm Wayne mit zurück in den Norden, scheint, als hätte er daraus nicht gelernt, und er stand auf solche Gefechte. War ja auch einfach für ihn. Während alle anderen überlegen mussten, auf wen sie schossen, konnte er sich zurücklehnen und einfach auf alles ballern, was sich bewegte. Apropos Ballern. Pinky ging jagen. Jemand musste ja Prigorodki versorgen. Jemmet, Basti und Herz saßen am Feuer und zogen später noch gemeinsam durch Tschernogorsk. Misha baute sich derweil vor den Toren Novos auf. Drohgebärden, Belagerung. Dann ein kurzes Feuergefecht. Ein Neuling von Misha kündigte am Brunnen großspurig einen Angriff an. Dann verschwand er mit seinen Jungs und man bereitete sich vor. Aber der Angriff kam nicht. Niemand kam. Man vermutete eine Zermürbungstaktik oder schlicht heiße Luft. Cripsy dagegen wurde später auf dem Rückweg bei Riffi erschossen. Allein unterwegs im Auto, Straßensperre. Der Zusammenhang zum angekündigten Angriff drängte sich förmlich auf. Ein nicht näher bezeichnetes Individuum stand zu der Zeit auf Posten in Svetlojarsk und sah Cripsys Auto übers offene Feld vorbeifahren. Das nicht näher bezeichnete Individuum folgte dem Wagen mit gebührendem Abstand und beobachtete, wie zwei Personen ihn nahe einem Wald parkten. Silberfische, Misha, definitiv weiße Armbinden, also vermutlich irgendwer aus ihrem Dunstkreis. Man wusste es nicht, man munkelt nur. Die zwei zogen Richtung Novo weiter und ließen ihr Auto zurück. Die Gelegenheit war günstig und das nicht näher bezeichnete Individuum hatte natürlich eine Zündkerze dabei. Es schnappte sich den Wagen mit den Worten »Macht's gut, ihr Luschen!« und brachte sich in Sicherheit. Ich füllte währenddessen das Camp in Elektrosawatske auf. Auch das gehörte dazu. Später half ich, das Auto wieder an Cripsy zurückzugeben. Dankbarkeit war groß und Jays Versprechen ihm gegenüber war eingehalten worden. Keine Sorge, mein Freund, den bekommen wir zurück. Versprechen gehalten. Cripsy war entsprechend angetan von Jay, hielt ihn für einen echten Teufelskerl. Für eine Frau war sie das vermutlich auch. Ich persönlich halte nichts von Teufeln, aber Zuverlässigkeit ist hier inzwischen selten genug. Zum Abschluss lief ein Überlebender noch in der Base in Novo vorbei. Aber niemand schoss, niemand starb. Dienstag, der 27.01.2026. Rückkehrer und neue Gesichter. Dienstag. Der Tag, an dem wieder alte Gesichter auftauchten und neue, die beim Schatten blieben. Es war wieder einer dieser Tage, an denen Cernaros beschloss, das Archiv aufzumachen. Straußi tauchte wieder am Camp in Prigorodki auf.
Ja, der Straußi. Bekannt aus der letzten Season. Black General Event. Verlängerter Arm des schwarzen Generals. Fingerchen überall. Man vergisst solche Leute nicht. Sie tauchen einfach irgendwann wieder auf, als wäre nichts gewesen. Jamet, Black Lion und Pinky brachten ein gelbes Fass ans Camp in Prigorodki. Solide, praktisch. Währenddessen lag am Camp ein totes Bambi, möglicherweise Darkel. Der war zuvor noch am Camp gewesen, hatte seine Stimme verstellt und sich mit den Worten »Gute Nacht« umgebracht. Manche Abgänge sind dramatisch, andere einfach nur seltsam. Kurz darauf meldete der Funk 2 neue Überlebende namens Sense und Cook Frags, die beim Militärgelände südlich von Chania Polana einen Fremden erschossen hatten. Sie trugen wohl eine blaue Armbinde, aber waren definitiv keine Samariter, hatten auch noch nichts von ihnen gehört, wie es schien. Der Fremde hatte das Feuer auf sie eröffnet, mitten im Wolfschaos, und Cook Frags zeigte Reflexe wie selten jemand und erschoss ihn einfach. Zuvor hatte der Fremde noch geredet, wollte aufgeben. Vermutlich einer von Misha, wir wussten es nicht. Aber Cook Frags im Vollrausch schoss. Keine Zeit für Diskussion. Ich hoffe, wenn der mal an einem unserer Camps vorbeikommt, sitzt der Finger nicht ganz so locker. Ich würde ihn nur ungern disziplinieren. Cripsy bedankte sich nochmal für sein Auto und in Prigorodki tauchte eine pinke Armbinde in der Feuerstelle auf. Zufall, Provokation oder Kirchengruß? Schwer zu sagen. In Prigorodki legte sich Herz am Feuer hin. Einfach so. Sie war müde und es war Nacht. Sie schlief ein. Ein Fremder kam dazu, setzte sich, sagte nichts, blieb. Eine Art stiller Wächter. Passte auf, während sie schlief. Manchmal ist Vertrauen hier sehr leise. Am Morgen trennten sich ihre Wege wieder. Rio brachte später noch eine Armbrust vorbei und Greenie kam mit Begleitung ans Camp in weißer Olga. Basti grüßte sie. Sie wollten Fleisch nach Beresino bringen, meldeten sich ordentlich an. Herz war zu dem Zeitpunkt bereits auf dem Weg nach Beresino. Sie hatte erfahren, dass Sense und Cook Frags dort gewesen waren und das Camp gesehen hatten. Das Problem, es sah verwahrlost aus, wie eine geraidete Base. War nicht als Camp zu erkennen und das konnte sie nicht so stehen lassen. Also füllte sie alles wieder auf, ordnete, machte sichtbar, dass es ein Camp war und kein Überbleibsel. Greenie kam später mit Davos ebenfalls in Beresino vorbei, brachte Fleisch. Herz dankte. Und so endete dieser Dienstag mit alten Namen, neuen Gerüchten und der Erkenntnis, dass manche Leute lieber erstmal im Funk auffallen, bevor man sie überhaupt erst richtig kennenlernt. Mittwoch, der 28.01.2026. Scharmützel bei Radneue. Mittwoch, der Tag, an dem selbst Ruhe nur relativ war. Der große Knall ließ noch immer auf sich warten. Im Norden fand täglich immer wieder ein Geplänkel statt. Scharfschützen hier, Opfer dort, man kam zu nichts. Herz war auf Loot-Tour unterwegs und besuchte Last Hope. Sie hatte mein Auto genommen, den Witwenmacher, und der überschlug sich prompt im wörtlichen Sinne. Dabei habe ich ihr gesagt, sie soll gut auf mein kleines Baby aufpassen. Herz schaffte es trotzdem, den Wagen wieder umzudrehen. Na, immerhin. In Novo wurden Ultra und Lady Bitstorm aus ihrem LKW geschossen, direkt vor der Base von einem Gilly, vermutlich Rob, denn der schien seinen Sieg zu feiern. Anschließend zerschoss er das Gefährt. Was folgte, war weniger Gefecht, mehr Funkschlammschlacht. Vorwürfe, Rechtfertigungen und vor allem Lautstärke. Auch das gehörte wohl zu Konflikten. Man merkte, der große Knall kündigte sich an. Noch erstaunlich ruhig, aber nicht mehr zu überhören. Die Tanz- und Theatergruppe zog sich unterdessen zurück. Leider. Wer auch immer vorgehabt hatte, sie aus unserem Chenaros durch gezieltes Raiden zu vertreiben, herzlichen Glückwunsch, Ziel erreicht. Die letzten Tiefschläge waren einfach zu viele gewesen. Sie wurden wieder geradet und irgendwann ist auch bei Idealisten Schluss. Herz bot noch Hilfe beim Wiederaufbau an, aber es war klar, die Gruppe würde sich neu ordnen. Vielleicht eine Pause, vielleicht ein Neustart, vielleicht nächste Season wieder dabei. Man durfte hoffen. Am schwarzen Brett wurde ein Herz neu gelegt. Kleine Zeichen, große Wirkung. Dann eskalierte es doch noch. Misha and Friends gegen Chicks in Action und ihre verbündeten Mitbewohner. Nicht in Novo, sondern bei Radneue. Auslöser war ein Angriff auf Turbo Tommy. Zitat: Hallo, wer schießt denn da? Danach ging alles sehr schnell. Die Chicks in Action, die Beresino Union, Leute von Ikea, kurz ein großes Scharmützel. Gefühlt schoss jeder auf jeden und niemand wusste mehr genau warum. Am Camp tauchte ein Bambi auf. Feini Boba stellte sich raus, kam von Misha. Herz bot ihm ein Taxi an. Nicht direkt ins Kampfgebiet, aber nah genug. Und gerade als sie losfahren wollten, kam ein weiteres Bambi an. Yannick, andere Seite. Und ja, beide Gegner saßen anschließend brav im selben Taxi. Herz fuhr sie mit stoischer Geduld nach oben, ließ sie an unterschiedlichen Stellen raus und fuhr dann wieder zurück. Eigentlich wollte sie noch Lacroche abholen, aber der war schon weg. Ja, Neutralität ist manchmal kreativ. In Prigorodki begingen Bambi Selbstmord. Jamet beobachtete es. 2 weitere Bambis boxten sich, wahrscheinlich verschiedene Seiten oder einfach nur verloren. Kurz darauf noch ein Selbstmord. Spawnpunkte wurden gesucht. Am Ende lagen 4 tote Bambis am Camp und 1 am Rohbau. Ein Mittwoch wie aus dem Lehrbuch für zu viel auf einmal. Schwester Dasha von der Kirche Mortanas beschloss, sich auf Pilgerreise nach Novodimitrovsk zu begeben. Sie hatte gehört, dass die Barbaren aus dem Norden, wie sie nannte, dort von den Chicks bekämpft wurden. Und Schwester Dasha hatte noch Rechnungen offen. Nach dem Überfall auf das Kloster in Gorka und Krona in der letzten Season wollte sie etwas tun.
Während Schwester Jewa die Stellung an der Burgruine Krona und im dortigen Klostergarten hielt, zog Schwester Dascha also los. Nicht als Kriegerin, mehr als Feldköchin. Rache, so hatte sie entschieden, schmeckt am besten warm. Mir egal, solange die Kirchenheinis mich in Ruhe lassen, sollen sie doch ihr Schnitzel essen. Donnerstag, der 29.01.2026. Eine Kantine für Novo und Zombies im Boxring. Donnerstag, der Tag, an dem sich alles bewegte, nur nicht die Eskalation. Schwester Dascha trug ein Zelt durch Tschernorus. Kein kleines, ein großes Militärzelt. Zu Fuß. Sie hatte beschlossen, in Novo eine Feldküche zu errichten. Und wenn Schwester Dascha etwas beschließt, dann trägt sie notfalls ein Zelt quer über die Karte. Glaube versetzt Berge oder eben Zelte. Am Ende zog sie in Novo ein und errichtete ihre Kantine, Menschenfleisch inklusive. In Prigorodki baute Pinky Gemüse an, weil es fast nichts mehr zu essen gab, und das konnte so natürlich nicht bleiben. Revolutionen mögen laut beginnen, aber sie scheitern leise an Hunger. Ein Fremder tauchte im Camp auf und nahm einfach alle Dosen mit. Alle. Hallo erstmal. Ich vermute, der hielt das für ein Buffet. Pinky sperrte später 2 Zombies in den Boxring, aber sie wollten sich nicht prügeln. Was die Frage aufwarf, ob sie den Sinn dieses Ortes verstanden hatten. Ich vermute mal eher nein. Die Chicks machten erneut einen LKW flott. Routine, Vorbereitung, Bewegung. Mehr passierte an diesem Tag tatsächlich nicht. Kein Schuss, kein Knall, kein Drama. Aber man sah sie schon, die dunklen Nebelschwaden am Horizont. Nicht real, eher so symbolisch atmosphärisch. Der große Knall ließ sich Zeit. Aber niemand glaubte mehr ernsthaft, dass er sich noch lange bitten lassen würde. Freitag, der 30.01.2026. Der große Knall. Freitag, der Tag, auf den alle gewartet hatten und der dann ganz anders kam. In Novo gab es in den frühen Morgenstunden einen Einbruch. Kein Feuerwerk, keine Explosion, keine heldenhaften letzten Worte. Stattdessen am Morgen einfach offene Tore. Die Nachtwache hatte offenbar beschlossen, Vertrauen sei auch eine Form von Sicherheit und dementsprechend gepennt. Als die Chicks morgens aufstanden, standen mehrere Zugänge offen und niemand wusste so recht seit wann. Es folgten Reparaturen, Aufräumen und dieses ganz besondere Schweigen, in dem jeder versucht, nicht der Erste zu sein, der es ausspricht, was eigentlich alle denken. Was, wenn sich die Angreifer in der Basis versteckt haben und nur noch auf den richtigen Moment warteten? Wie weit waren sie bereits vorgedrungen? Welche Schlösser hatten sie geknackt? Welche neuen Zugänge gebaut? Die Aktion roch eher nach Silberfisch als nach Mischa. Beweisen ließ sich aber nichts, wie immer. Aber klar war, der große Knall hatte begonnen. Nicht laut, nicht frontal, sondern schleichend, wie Schimmel, nur bewaffnet. In Prigorodki traf Herz auf Rio, der gerade Fisch grillte, weil natürlich genau der richtige Moment dafür war. Kepler und Straußi waren auch wieder da, die Stockenten. Dieses Mal mit roter Armbinde. Seit es die Red Rifles nicht mehr gab, war Rot ja wieder frei. Armbinden sind bei uns zyklisch. Am Lagerfeuer erzählte Herz eine Geschichte von Kifaru, dem Nashorn, und von seiner Haut. Darüber, dass man auf Dinge achten sollte, die einem wichtig sind. Und von der Scheune, die gefüllt werden sollte. Chunky gab ebenfalls eine Geschichte zum Besten aus der Oberlausitz und in Mundart. Ein Gedicht von 2 Fröschen. Thema Ausdauer. Klang exakt so, wie Ausdauer klingt, wenn sie mit Dialekt geliefert wird. Man lauschte, man redete, man saß, fast friedlich, verdächtig friedlich. Rio meldete später einen Stash, stellte sich heraus, der von den Stockenten. Er hatte nichts angerührt. Wir schauen nur, wir nehmen nicht. Am Feuer tauchte jemand auf, der sich Roter Traktor nannte. War wohl schon mal in Beresino am Camp gewesen. Er zog weiter. Kurz darauf traf Herz auf Gino. Er berichtete, dass ihn ein Kumpel bei Svetlojarsk erschossen hatte. Der Kumpel sei sensibel. Eine kleine Mimose, wie er sagte. Ein schiefer Blick reichte und man bekam eine Kugel in den Rücken. Man kennt das ja. Ein weiteres Bambi tauchte nachts in Prigorodki auf. Blutend rannte in den Sumpf. Wollte keine Hilfe. Wer nicht will, der hat schon. Dann die Meldung über Gino. Er kannte Kalle und Davos. Ihre Olga war bei Beresino gestrandet. 2 Reifen fehlten, eine Zündkerze und irgendwas fürs Reparieren. Herz hatte ein ungutes Gefühl. Es roch nach Vorbereitung für einen Überfall, nach gleich passiert was Schlimmes. Sie sprach mit Pinky, Regelmeister und Hüter des samaritanischen Eids. Was sagte er über solche Situationen? Der Eid war klar. Es würde sie etwas kosten. Aber Samariter halfen dort, wo andere wegsahen. Also fuhr sie los. Gino bekam Bescheid. Herz brachte ihn zu seinen Leuten, mit Reifen, mit Zündkerze, mit Werkzeug. Chunky am Steuer, mit Jochen, seine Jungfernfahrt. Unterwegs fanden sie sogar die fehlenden Reifen. Herz wollte noch den Kofferraum reparieren. Davos winkte ab. Nein, alles gut, wirklich. Herz verstand sofort. Im Kofferraum lag etwas, das man besser nicht genauer ansah. Sehr gefährlich, sehr brisant. Gino nannte es eine explosive Teemischung. Man sei zu einer Teeparty eingeladen. Natürlich. Herz stellte keine weiteren Fragen und fuhr mit Chunky zurück. Vorsichtig, wegen möglicher Sniper an der Küste.
Die anderen zogen Richtung Norden weiter. Am Camp tauchte später ein Fremder auf, stand einfach im Feld, reagierte nicht, Armbrust in der Hand. Chunky sprach später mit ihm. Der Fremde suchte Nägel, wollte aber nicht ins Camp. Herz bot ihm welche an. Er lehnte ab, hielt alles für eine Falle. Auch das ist Tschernerus. Später kamen Davos, Chino und Jay ans Camp. Boxkampf, Jay gegen 2, sie verlor. Absichtlich, sagte sie, wollte einen besseren Spawn. Es wurde kurz respektlos im Ring, aber Herz griff ein. Respekt, auch jetzt. Am Ende stellte sich raus, die Teemischung bestand aus 3 Seebandskisten voller Granaten und C4. Nicht bildlich, wörtlich. Kurz darauf die nächste Meldung. Das Camp in Svetlojarsk wurde angegriffen. Wahrscheinlich dieselbe Teeparty. Es wurde gesprengt, geschossen, verwüstet. Silberfische und Misha, wenn man den Augenzeugenberichten glauben darf, und eben 3 Freunde von Kalle und Davos, die eigens herkamen, um zu helfen. Waffen waren kaum dort nahe dem Camp. Man hatte das nach der Diskussion der vergangenen Wochen extra geändert. Aber geschossen wurde trotzdem, auf alles. Herz nahm das mit, sehr. Camps waren für sie Camps, egal wer sie betreute. Hilfe war Hilfe. Kein Camp sollte einfach besetzt und beschossen werden. Das war der Knall. Nur eben nicht in Novo, sondern in Svetlojarsk. Später sprach Herz noch einen verdächtigen Überlebenden in Frigorodki ran. Der rannte weg, Waffe in der Hand. Laut Jamet zielte der sogar auf sie. Sie zog sich zurück, spottete stattdessen ein Bambi auf dem Feld. Bambi AFK im Koma. Sie blieb bei ihm, redete, fütterte ihn, zusammen mit Basti. Basti wollte ihn fesseln und neu einkleiden. Herz lehnte ab. Sie nannte ihn Paul. So sah er aus. Nach 30 Minuten reagierte er. Kommunikation? Schwierig. Der Fremde hörte Herz nicht. Aber dann, Paul hieß gar nicht Paul, sondern Johnny. Er kämpfte für Misha, suchte sich einen neuen Spawnpunkt und brachte sich vor Herzaugen um. Wunderbar. Ein Bambi-Schwarm prügelte sich anschließend noch unter Bastis Anleitung im Boxring. Tom, also Cable, meldete ein neues Trio mit Sven. Rote Armbinden, sie schossen nicht, ließen ihn ziehen. Später saß Herz mit Jamet und anderen am Feuer. Sie erzählte die Geschichte vom Leoparden und seinen Flecken. Dabei waren Melo, Basti, Jamet, Herz, Chunky, Caplab und Rio. Schüsse waren zu hören, man klärte nicht woher. Rio traf Bambi in Polizeiuniform. Es redete nicht, zielte. Rio schoss zuerst. Rio war kein Samariter und die Zeiten waren angespannt. Eine Olga wurde später bei Svetlojarsk gestohlen. Ein Camp voller Menschenfleisch blieb zurück. Dann verlagerte sich der Kampf nach Nowodimitrovsk und die ganze Zeit hindurch wurde bis in die frühen Morgenstunden gekämpft. Mauern fielen, wurden wieder aufgebaut, Leute starben, kamen wieder. Nach dem Kampf respektierten die Chicks und Whisky das Geschick ihrer Gegner und dankten für den fairen Kampf. Keine unnötige Zerstörung an Fahrzeugen, auch wenn man über die Aktion an Camp Gucci geteilter Meinung sein konnte. Doch von der Gegenseite wurden Anschuldigungen laut. Sie waren zu gut vorbereitet gewesen. Jemand hatte ihnen verraten, dass sie kommen würden und überhaupt sei das alles ein abgekartetes Spiel gewesen. Die Verteidiger wussten zunächst nicht, von was die Rede war. Und so setzte man sich auf Jays Initiative hin zusammen. Davos, Mora, Jay, Whisky, Herz, Losel, Zeberion und einige andere Zuhörer aller Parteien. Man stellte fest, die Silberfische sind keine Schädlinge. Aber es gab Missverständnisse und ungünstiges Timing, für das jedoch keiner etwas konnte. Die Fragen der Camps wurden wieder erläutert. Was war erlaubt, was nicht? Wer bestimmte, was ein Camp wurde? Es wurde diskutiert. Zwischen Gruppen, zwischen Spielstilen, zwischen Camps, die zählten und solchen, die es plötzlich nicht mehr taten. Man hoffte auf eine gemeinsame Linie, aber man merkte auch, es wird mit zweierlei Maß gemessen. Und wahrscheinlich war auch dieser Freitag nur ein weiteres Vorbeben, denn der große Knall fühlte sich noch nicht abgeschlossen an. Samstag, der 31.01. Nach dem Knall. In der Nacht saß Herz noch am Camp mit Paco. Paco war neu, kam aus Guatemala, was man hier halt so trifft. Herz sprach kein Spanisch, Paco kaum Englisch. Aber irgendwie funktionierte es trotzdem. Hände, Gesten, Dankbarkeit, man arrangierte sich und Paco bedankte sich für die Hilfe, das reichte. Dann begann Novo, Teil 2. Nicht durch die Silberfische, aber Misha war wieder da. Ich erspare euch die Details. Nicht, weil sie unwichtig wären, sondern weil sie zu viele sind. Der Kampf zog sich stundenlang. Mit Pausen, mit neuen Anläufen, mit Erschöpfung. Man sprach von Dauerbelagerung. Nicht spektakulär, einfach zäh. Immer wieder Vorstöße, immer wieder Rückzüge. Tote auf beiden Seiten. Sniper machten den Verteidigern besonders zu schaffen. Ein bekanntes Problem. Eines, für das es keine schnelle Lösung gibt. Schwester Dasha mischte ebenfalls in Nowodimitrovsk mit. Nicht kämpfend, nicht tötend, sondern versorgend. So wie sie es angekündigt hatte. Am Ende des Tages stand Novo noch. Angeschlagen, erschöpft, aber stehend. In der Nacht wurde ein IKEA-Mitglied noch aus Severograd befreit. Es saß dort noch fest in der Schleuse mit einer ordentlichen Portion Nägeln. Eine Nacht- und Nebelaktion, kurz, effektiv und erfolgreich. Am Camp tauchten laut Nina und Pinky viele Bambis auf, zu viele, wie immer, wenn es irgendwo richtig knallte. Ja, der große Knall war gekommen, aber nicht als einzelner Moment, sondern als ein ganzer Tag.
Aber sicher war am Ende nur eins: alle waren durch. Und das hier war kein Ende. Das war nur der Punkt, an dem die Kräfte wieder gesammelt werden mussten. Sonntag, der 1.2.2026. Nachbeben. Sonntag. Oder besser, der Tag, an dem niemand schlafen durfte. Die Pausen in der Nacht war kurz, sehr kurz. Punkt 11 Uhr ging es in Novo weiter. Abgebaut, gesprengt, beschossen, abgewehrt. Wieder von vorn. Misha spielte Sniperschach gegen die Chicks in Action und ihre Verbündeten und Mitbewohner, Zug um Zug, geduldig, zermürbend. Währenddessen tobte in Prigorod-Kin weiterhin das, was man nur noch als Bambi-Nebenschauplatz bezeichnen konnte. Manche fragten nach dem Tod, manche nach dem Taxi. Rio nahm es als kostenloses Schießtraining. Er berichtete auch, dass er in Elektro beim Jagen auf eine Ziege geschossen hatte und selbst angeschossen worden war. Er überlebte. Und ja, jemanden beim Jagen in Campnähe abzuschießen ist ein Unding. Herz sah das genauso und ich auch. In Berezino fehlte inzwischen eine Wand am Camp. Das Lager sah entsprechend aus, desaströs. Herz beschloss sich drum zu kümmern, wie immer. Tom, Sloptalk, war ebenfalls da und berichtete, dass der Kampf sich weiterzog. Keine Überraschung. Cripsy kam ans Camp in Prigorodki und stellte klar, dass er es gewesen war, der auf Rio geschossen hatte. Er entschuldigte sich. Warum dieser Engländer plötzlich so schießwütig geworden war, wusste niemand so genau. Die Belagerung in Novo lief weiter, bis tief in die Nacht. Ein Tag der gebrochenen Beine, Bärenfallen, Stolperdrähte, Stürze und explodierten Granaten. Man musste der Gegenseite allerdings zugutehalten, es wurde diesmal auch nicht wieder wahllos zerstört. Es war strategisch, gezielt. Basti brachte sogar eine zusätzliche Gartenhake mit, damit man die vielen Bambis in Prigorodki beerdigen konnte. Serviceorientiert. Ein stilles Bambi in Feuerwehruniform tauchte am Camp auf, ging wieder, kam wieder, in Berezino. Herz beobachtete ihn. Er zog sich zurück, kam erneut, mit einer Axt, aber freundlich. Herz gärtnerte weiter, redete mit ihm, er sprach nicht, reagierte nur nonverbal. Sie gab ihm eine Hose, kurz darauf brachte er sich um, ließ aber immerhin noch Ducktape da. Auch eine Art von Abschied. Herz kümmerte sich weiter um Berezino, während die Schlacht in Novo erneut über 11 Stunden tobte. Die Nerven lagen blank bei allen. Am Ende dieser Woche stand Novo noch, angeschlagen, mit Löchern, aber stehend. Und alle wussten, das hier war nicht vorbei, das Nachbeben würde folgen. Fazit? Und damit, liebe Dauerverteidiger, Vorwarnungsignorierer, Nachtwachenvergesser, Teepartygäste, Boxringphilosophen und Menschen mit sehr unterschiedlichen Auffassungen davon, was ein Camp eigentlich ist, das war sie diese Woche. Eine Woche, in der der große Knall nicht punktgenau einschlug, sondern sich verteilte. In der Novo stand, Svetlojarsk zahlte und andere Orte merkten, dass Neutralität plötzlich erklärungsbedürftig geworden war. Eine Woche mit offenen Toren, explodierenden Missverständnissen und viel Bewegung, ohne dass sich wirklich etwas auflöste. Herz tat, was Herz immer tut. Sie fuhr los, half, hörte zu, brachte Menschen zusammen, trennte Wege, erzählte Geschichten und hielt Camps offen, während rundherum gerechnet, gedroht, getestet wurde. Nicht, weil es einfach war, sondern weil Aufgeben nie Teil des Plans war. Und ich stand daneben. Ich hörte Funk, sammelte Abläufe, merkte mir Namen und registrierte sehr genau, wer half, wer nahm und wer begann, Dinge zu rechtfertigen, die vorher noch selbstverständlich gewesen waren. Diese Woche war kein Abschluss. Sie war ein Übergang mit Nachhall. Wenn ihr mich sucht, ich bin irgendwo zwischen Camp und Front, mit schmutzigen Händen, müden Ohren und einer abgestandenen Pipsi und dem Gefühl, dass das hier noch nicht vorbei ist. Wir werden sehen. Nummer 371, Ende.